Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Weg des Bogens von Paulo Coelho ist ein eindrucksvolles Werk, das weit über einen einfachen Leitfaden zum Bogenschießen hinausgeht. In diesem Buch nutzt Coelho das Bild des Bogenschießens als Metapher für den Lebensweg, die Herausforderung des eigenen Selbst und die Suche nach Erfüllung. Die Geschichte beginnt in einem kleinen japanischen Dorf, wo Tetsuya, ein ehemaliger Meisterbogenschütze, zurückgezogen lebt. Ein junger Mann bittet Tetsuya, ihm nicht nur die Technik des Bogenschießens beizubringen, sondern vor allem, ihm die Philosophie dahinter zu erklären. Durch inspirierende Dialoge entwickelt sich ein tiefer Einblick in grundlegende Lebensfragen wie Mut, Ausdauer, Respekt und Selbstentwicklung. Coelho präsentiert den Bogen als Sinnbild für die Balance zwischen Kraft und Flexibilität, Konzentration und Gelassenheit, Ziel und Weg. Das Buch überzeugt durch seine klare Sprache, poetische Bilder und tiefgründige Weisheit. Es richtet sich an Leserinnen und Leser, die nach Anregungen suchen, ein erfüllteres und bewussteres Leben zu führen, und eignet sich sowohl für Fans von Paulo Coelho als auch für Menschen, die sich für spirituelle Selbstfindung interessieren. Der Weg des Bogens lädt dazu ein, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen, Hindernisse zu überwinden und auf dem individuellen Lebensweg Sinn und Zufriedenheit zu entdecken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Metapher des Bogenschießens als Lebenskunst. Im Zentrum des Buches steht das Bogenschießen als kraftvolle Metapher für das Leben selbst. Paulo Coelho verdeutlicht, wie jeder Schritt im Prozess des Bogenschießens, von der Haltung bis zum Loslassen des Pfeils, eine direkte Analogie zu Lebenssituationen bietet. Die Technik des Bogenschießens steht für die Notwendigkeit, Disziplin zu entwickeln und den Geist zu schärfen. Der Fokus auf das Ziel symbolisiert die Wichtigkeit von Klarheit und Entschlossenheit im eigenen Handeln. Genauso wie beim Bogenschießen geht es im Leben darum, die richtige Spannung zu finden. Weder zu fest noch zu locker, sondern im optimalen Gleichgewicht. Diese Erkenntnis lehrt, den eigenen Weg mit achtsamer Konzentration und innerer Balance zu gehen. Coelho zeigt, dass Erfolg und Erfüllung nicht nur im Treffen des Ziels liegen, sondern im gesamten Prozess des Lernens, Übens und Wachsens. Das Bogenschießen wird so zum Sinnbild für den Umgang mit Herausforderungen und für die Balance zwischen Anstrengung und Loslassen. Zweitens, Mentorschaft und die Bedeutung des Lernens. Ein weiteres zentrales Thema in Der Weg des Bogens ist die Rolle des Lehrmeisters und die Offenheit des Schülers. Tetsuya, der Protagonist, übernimmt die Rolle des Mentors, der nicht nur Wissen, sondern auch Werte und Einsichten vermittelt. Der Austausch zwischen Meister und Schüler steht exemplarisch für den Wert von Mentorschaft im echten Leben. Coelho unterstreicht, dass wahre Meisterschaft nicht durch bloßes Nachahmen erworben werden kann, sondern durch intensives Hinterfragen, Üben und die Bereitschaft, Fehler zu akzeptieren und aus ihnen zu lernen. Zudem wird betont, dass auch der erfahrenste Lehrer stets ein Lernender bleibt, da jede Begegnung neue Perspektiven eröffnet. Die Beziehung zwischen Tetsuya und dem Schüler ist von Respekt, Geduld und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Durch diese Darstellung inspiriert das Buch dazu, eigene Mentoren zu suchen, andere Menschen auf dem Lebensweg zu unterstützen und eine offenherzige, neugierige Haltung gegenüber neuem Wissen zu bewahren. Drittens, Umgang mit Angst und Zweifeln. Paulo Coelho widmet einen wichtigen Teil des Buches dem Umgang mit Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten, die im Leben immer wieder auftreten. Das Bogenschießen verlangt von dem Schützen, sich seinen inneren Widerständen zu stellen. Nur wer Ängste akzeptiert und sich ihnen bewusst aussetzt, kann lernen, daran zu wachsen und sie zu überwinden. Tetsuya erklärt seinem Schüler, dass Misserfolge und Fehltritte notwendige Schritte auf dem Weg zur Meisterschaft sind. Die Fähigkeit, Niederlagen zu akzeptieren, sie als Lernchancen zu sehen und daraus neue Kraft zu schöpfen, wird als Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung vermittelt. Diese Haltung überträgt Coelho auf alltägliche Lebenssituationen. Mut bedeutet,
trotz Unsicherheit zu handeln, den ersten Schritt zu wagen und nicht aufzugeben, auch wenn das Ziel noch fern erscheint. Das Buch zeigt, wie Ängste zur Motivation werden können, das eigene Potenzial zu entfalten und persönliche Grenzen zu verschieben. 4. Die Bedeutung von Fokus und Konzentration. Ein wiederkehrendes Motiv in der Weg des Bogens ist die unverzichtbare Rolle von Fokus und Konzentration. Das präzise Zielen beim Bogenschießen steht sinnbildlich für die Notwendigkeit, sich im Leben nicht von äußeren Ablenkungen oder inneren Zweifeln ablenken zu lassen. Coelho hebt hervor, dass nur absolute Achtsamkeit und Präsenz im Hier und Jetzt ein erfolgreiches Treffen des Ziels ermöglichen. Die Fähigkeit, Unwichtiges auszuschließen und die eigene Energie auf das Wesentliche zu bündeln, ist essentiell, sowohl beim Bogenschießen als auch bei der Verwirklichung von Lebenszielen. Konzentration ist nicht nur eine Frage des Willens, sondern auch des Loslassens von Kontrolle, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Selbstdisziplin. Das Buch legt nahe, sich feste Ziele zu setzen, einen klaren Fokus zu behalten und die Konzentration durch tägliche Übungen zu stärken. Schließlich Werte, Respekt, Geduld und Verantwortung. Neben technischen und psychologischen Aspekten beschäftigt sich das Buch in besonderem Maße mit den moralischen Grundwerten, die ein erfülltes Leben ausmachen. Respekt für sich selbst und andere, Geduld auf dem Weg zum Ziel und die Übernahme von Verantwortung für eigene Entscheidungen gehören zu den zentralen Lehren von Tetsuya. Coelho betont, dass wahre Größe nicht im Triumph über andere liegt, sondern im Streben nach Integrität und einer respektvollen Lebensführung. Im Umgang mit Gegnern und Herausforderungen ist Fairness wichtiger als der reine Sieg. Geduld ist notwendig, um Rückschläge zu verarbeiten und stetig Fortschritte zu machen. Die eigene Verantwortung für Erfolg und Scheitern ist ein wiederkehrendes Thema, das zu authentischer Selbstreflexion und Selbstverbesserung anregt. Der Weg des Bogens vermittelt so ein tiefes ethisches Fundament, das den Leser zur Persönlichkeitsentwicklung und einem harmonischen Miteinander inspiriert. Zusammenfassend: Der Weg des Bogens ist ein Buch für alle, die auf der Suche nach Orientierung, persönlicher Weiterentwicklung und innerer Stärke sind. Besonders geeignet ist es für Menschen, die gern über den Tellerrand schauen und tiefgründige Lebensweisheiten in literarisch ansprechender Form schätzen. Ob Berufseinsteiger, Führungskräfte, kreative Köpfe oder spirituell Suchende. Coelhos Werk bietet universelle Impulse, die in verschiedenen Lebensphasen relevant sind. Das Buch führt eindrucksvoll vor Augen, wie wichtig es ist, sich selbst und seine Fähigkeiten immer wieder neu zu entdecken, Herausforderungen mit Mut anzugehen und nicht beim ersten Fehlschlag aufzugeben. Im Vergleich zu anderen Werken über Lebenskunst und Persönlichkeitsentwicklung besticht der Weg des Bogens durch seine poetische Schlichtheit, eingängige Bilder und tiefgründige, aber zugängliche Philosophie. Anstatt trockene Theorien zu präsentieren, verbindet Coelho lebensnahe Geschichten mit zeitlosen Weisheiten, wodurch die Inhalte direkt ins eigene Leben übertragen werden können. Wer dieses Buch kauft, entscheidet sich für eine inspirierende Reise zu mehr Achtsamkeit, Disziplin, ethischen Werten und innerer Ausgeglichenheit. Im stressigen Alltag schenkt der Weg des Bogens wertvolle Denkanstöße, um bewusster, entschlossener und herzlicher zu leben. Deshalb hebt sich dieses Buch von anderen ab. Es ist nicht nur eine Anleitung, sondern ein Begleiter für einen selbstbestimmten und erfüllten Lebensweg. Wenn Sie unterstützen möchten, Paulo Coelho, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.